Wir, Jessie und Roberto, sind mittlerweile seit fast 3 Jahren entlang der Panamericana unterwegs und befinden uns aktuell in Patagonien. Man fährt hier wirklich so durch diese Berge durch. Links und rechts Gletscher, Fitzroy, wie ein Märchen. Also es ist wirklich, wenn man es nicht selber sehen würde, würde man es nicht glauben. Die Region zwischen Chile und Argentinien überrascht uns immer wieder aufs Neue. Und auch diesmal befinden wir uns an einem der Highlights. Doch auch abseits der bekannten Spots gibt es hier viel zu entdecken. Und daran kann uns nichts so einfach hindern. Ich merke vor allem so diese kleinen Anstiege hier, da komme ich schon echt aus der Puste und ja, mein Kopf brummt ein bisschen jetzt so gegen Nachmittag. Hola, schön euch in diesem Video dabei zu haben. Wir sind weiterhin in Argentinien, aber nicht irgendwo. Wir sind in El Chaltén und das ist die Trekking-Hauptstadt des Landes. Ja, und wenn man nur schon ein paar Minuten hier unterwegs ist, erkennt man sehr gut, woher das kommt. Glücksbringer. Ja, das passt doch voll gut. Ja. Gerade kommt auch die Sonne, ist perfekt. Man sieht hier sehr viele junge Leute, vor allem Backpacker, die die Gegend hier um El Chaltén erkunden wollen. Was auch ein lustiges Bild ergibt, wenn man quasi aus der Stadt rausfährt. Da stehen die alle, versuchen per Anhalter mitzufahren, irgendwie ins nächste Dorf oder in die nächste Stadt. Aber ich glaube, so das Ganze hier gibt quasi dieser Stadt so dieses gewisse Flair und macht es so speziell. El Chaltén ist eine noch sehr junge Stadt. Sie wurde erst 1985 gegründet, also vor 40 Jahren. Und gefühlt befindet sie sich auch heute immer noch im Aufbau. Es gibt recht viele Baustellen, es werden neue Häuser gebaut. Und ich würde behaupten, einige davon sollen auch neue Touristenunterkünfte sein. Also der Tourismus spielt hier auf jeden Fall eine große Rolle. Aber bei der Gründung gab es auch noch einen anderen Gedanken, der mitgespielt hat. Einen politischen. Chile und Argentinien haben hier bei einem Abschnitt der Berge nicht klar definiert, wo die Landesgrenzen durchgehen sollen. Es ist also nicht klar, ob die Berge jetzt chilenisch-argentinisch sein sollen, und El Chaltén wurde unter anderem eben auch deshalb gegründet, damit die argentinische Position hier gefestigt werden kann. Es ist sogar die Silhouette von Cerro Torre und Fitzroy im Wappen der Stadt enthalten. Ja, da merkt man eben schon, dass Argentinien gerne hier ihren Anspruch stellt. Jessie ist langsam hungrig, weshalb wir ja irgendwo was Süßes suchen müssen, denn sonst dreht sie komplett wieder durch. Du stellst mich immer wie Godzilla da, wenn ich hungrig werde. So schlimm ist es gar nicht. Nein? So, ich hatte ja jetzt was viel Schlimmeres erwartet preislich, weil der Ort hier ist so teuer in allem. Aber es waren
5.400 Pesos, das sind etwa 4,50 Euro für eine riesen Zimtschnecke und 4 von diesen Käsebrötchen. Das haben wir in Feuerland das erste Mal gehabt, erinnerst du dich? Ja. So kleine, wie Brötchen. Gesucht mit Käse. Ja, oder so der Teig hat Käse drin, das ist Wahnsinn und ich konnte nicht widerstehen. So, jetzt freue ich mich aber erstmal auf die Zimtschnecke. Gut? Sehr lecker. Das Besondere ist hier, dass sie alles mit Sauerteig machen. Da schlägt ja mein Herz natürlich höher. Und sogar die Zimtschnecke. Also es ist eher so Blätterteigmäßig. Es ist sehr luftig, aber echt lecker. Auch nicht so zu süß, das mag ich ja auch nicht. Sehr gut. Gute Wahl. Hier hinten befindet sich das Wahrzeichen der Stadt, der Berg Fitzroy. Den man heute aber, oder jetzt zumindest, nicht gerade sieht. Ja, es ist hier leider auch wieder mit den Wolken und dem Wetter sehr wechselhaft. Auch den Cerro Torre, ein weiterer sehr bekannter Berg, ja, den sieht man hier meistens auch nicht, sogar noch seltener. Und das hängt damit zusammen, dass hinter den Bergen das drittgrößte Eisfeld der Welt ist, das patagonische Eisfeld. Es ist nur noch die Eisfläche auf der Antarktis und das Eisfeld von Grönland größer. Ist auch halb so groß wie Belgien, also das hat fast 17.000 Quadratkilometer, das ist einfach riesig. Und diese große Eismasse hat dann auch einen Einfluss aufs Wetter, ist ja eigentlich verständlich. Die Luft kühlt sich da ab, die Wolken bleiben da hängen und wenn sie dann versuchen, hier über die Berge ins flachere Land zu kommen, verstecken sie eben unter sich auch die Berge. Und dann sieht es oft so aus wie jetzt. Aber wir haben Fitzroy auch schon gesehen, das können wir bestätigen. Wir waren gestern schon wandern und also das Bild, diese Silhouette ist auf jeden Fall sehr imposant. Übrigens heißt Fitzroy in der indigenen Aussprache El Chaltén, was so viel bedeutet wie rauchender Berg. Und nein, Fitzroy ist kein Vulkan, sondern das kommt davon, dass halt die Wolken immer so auf der Spitze oben hängen bleiben und es aussieht wie ein rauchender Vulkan. An dieser Stelle möchten wir uns noch bei CyberGhost, den Sponsor unseres heutigen Videos, bedanken. Seit bald 2 Jahren vertrauen wir, wie 38 Millionen andere Nutzer, auf den VPN von CyberGhost, sobald wir online gehen. Gerade wenn wir uns wieder mal über ein öffentliches WLAN-Netz einloggen, wie zum Beispiel in Cafés, auf Campingplätzen oder auch mal am Flughafen, ist für uns CyberGhost VPN nicht mehr wegzudenken. Mit dem VPN werden all unsere Daten durch den verschlüsselten VPN-Tunnel geleitet. Das hat zur Folge, dass unsere IP-Adresse verborgen bleibt, wir also anonym sind und niemand auf unsere Daten oder Aktivitäten zugreifen kann. Nicht mal CyberGhost selbst. Aber selbst wenn wir mit unserem eigenen Starlink online gehen, nutzen wir den VPN von CyberGhost. Denn neben der Sicherheit hat er noch einen weiteren großen Vorteil. Mit über 11.000 Servern in 100 Ländern können wir nämlich Geoblocking umgehen und so zum Beispiel Buchungen günstiger abschließen oder auch auf lokal gesperrte Websites zugreifen. Und so können wir auch Filme oder Serien von über 35 Streamingdiensten wie Netflix, Amazon Prime oder Disney Plus schauen, egal wo wir uns in dem Moment physisch befinden. Das Ganze funktioniert natürlich auf allen gängigen Plattformen. Das deutsche Support-Team ist 24/7 erreichbar und ein Account reicht auch für bis zu 7 Geräte, ob das nun die eigenen sind oder die von Freunden und Familie. Und das alles erhält ihr sozusagen zum Preis eines Kaffees pro Monat. Also testet es am besten gleich selbst aus. Über den Link unten in der Videobeschreibung erhält ihr 83% Rabatt auf das Abo und bezahlt gerade mal 2,03 € im Monat. Somit könnt ihr den VPN-Dienst quasi 4 Monate gratis nutzen und mit der 45-Tage-Geld-Zurück-Garantie geht ihr auch kein Risiko ein. Wir haben ja vorhin schon erwähnt, dass wir schon ein bisschen unterwegs waren in der Region. Wir waren gestern nämlich schon wandern zur Basis des Fitzroy und wir hatten wirklich perfektes Wetter. Wir sind aber nicht bei Sonnenschein losgestartet, sondern noch davor. Wir sind im Dunkeln losgelaufen, nur mit den Stirnlampen und das war schon abenteuerlich. Aber wir haben unser Ziel erreicht, nämlich bei Sonnenaufgang bei einem Aussichtspunkt zu sein und da haben wir dann den Sonnenaufgang beobachtet. Das war einfach grandios, wie sich so das warme Licht der Sonne auf den Felsen vom Fitzroy, wie das reflektiert und die Berge so in dieses Rot hüllen. Das war es auf jeden Fall wert, so früh aufzustehen. Und auch danach, es waren nochmal irgendwie 7, 8 Kilometer, die wir danach noch weitergegangen sind zur Basis.
Und das war durch ein schönes Tal, wo man immer wieder den Fitzroy sehen konnte und also wirklich traumhafte Panoramen. Es sind insgesamt 20 Kilometer etwa die Wanderung, ein bisschen mehr sogar. Und vor allem die letzten 1,5 Kilometer, die haben es nochmal ganz schön in sich, da macht man 400 Höhenmeter. Aber die Anstrengung ist es wirklich wert. Man kommt dann an dieser Lagune an, hat den Fitzroy vor sich und es ist einfach wunderschön. Es war es auf jeden Fall wert. Wir wollten es aber bewusst nicht mit der Kamera groß begleiten, sondern ja, einfach das eher für uns genießen. Einfach ein paar Handyaufnahmen. Die Bilder wollten wir euch nicht vorenthalten. Das war das Wort, das ich gesucht habe, weil es war einfach trotzdem wirklich grandios. Aber es tat auch gut, die Wanderung mal ein bisschen mehr so für sich zu machen. Und ja, es ist halt das Highlight in der Region. Aber heißt ja nicht, dass es nicht Und auch ein kleiner Traum von uns. Ja, schon. Also das war schon auf unserer Bucketlist hier für die Reise. Ja, aber es gibt ja auch schöne andere Orte noch hier. Ja. Guten Morgen, schon heftig hier den Fitzroy so zu sehen. Ist auch nicht selbstverständlich, dass man den so klar sieht. Das Cerro Torre, ja, der versteckt sich immer wieder. Man sieht immer wieder so ein bisschen die Kuppe, die oben rausragt aus den Wolken, aber ja, meistens ist er hinter den Wolken. Aber trotzdem, dieses Bergmassiv hier so zu sehen, das ist schon gewaltig. Ich laufe jetzt mal wieder rein, denn Jessie fühlt sich leider nicht so fit. Hola! Hola! Sieht man Fitzroy heute? Ja, richtig gut. Sehr cool. Muss ich auch noch mal kurz reinschauen. Ja. Oder rausschauen, ja. Wie geht's dir heute? Ich habe mich erkältet, glaube ich. Irgendwie so der Wind, das Nasse immer wieder mit dem Nieselregen und keine Ahnung. Naja. Aber es haut mich nicht komplett um. Also ich glaube, wir sollten auch das relativ gute Wetterfenster heute nutzen. Ja, lass uns doch zum Visitor Center rüberlaufen und dann können wir schauen, was wir heute machen. Ja, machen wir das. Frisch ist es los. Sieht da der Wind draußen? Mit dem Schneewind. Der Stellplatz hier ist ja auch richtig praktisch. Also er ist nicht wahnsinnig schön. Ich meine, er ist schon natürlich gelegen und so, aber ansonsten ist es halt eher ein Kiesplatz. Aber gratis. Aber gratis. Genau. Er ist direkt gegenüber vom Visitor Center im Nationalpark Los Glaciares. Gehminuten, In die Stadt. viele? Genau, 3, 4. Ja, 5 Minuten oder Ja. so. Und es gibt sogar ein ziemlich übles, aber es gibt ein Plumpsklo. Also wir nennen es das Höllenloch. Es ist wirklich fies. Aber tagsüber ist ja das Visitor Center offen, da kann man auch die Toilette benutzen, wenn man möchte. Und Wasseranschluss gibt es da auch. Also eigentlich hat man hier alles, was man braucht. Das ist schon mega praktisch. Und Dass das Höllenloch werden wir euch auf jeden Fall nicht zeigen. Nein, das wollt ihr Nein, nicht sehen. Das wollt ihr nicht sehen. So, jetzt geht's aber ins Visitor Center. Wir fragen da mal, wie beständig das Wetter heute ist. Und morgen vor allem. Und morgen, ja, und mal gucken, was wir heute noch unternehmen. Van a ver a la montaña. Se sale o al final del pueblo, ¿no? Das Visitor Center hier ist richtig informativ, auch echt schön gemacht mit diesen Infotafeln, die sie da haben. Also sie sind halt auf Spanisch, aber ja, ein Grund mehr, ein bisschen Spanisch zu lernen hier. Und was haben wir jetzt als Fazit? Was machen wir heute? Ja, Cerro Torre, wir wollten eigentlich den Cerro Torre anschauen gehen, aber der versteckt sich halt immer hinter den Wolken, also es wird das ziemlich schwierig. Aber es gibt eine Lagune hier, oder ein Lago Desierto, und da kann man hinfahren. Soll auch ziemlich schön sein, ich würde sagen, wir fahren mal dahin. Ist vielleicht auch mit der Erkältung eher die
bessere Variante für mich gerade. Ja, aber soll ja schön sein, oder? Genau, dann ja. machen wir uns fertig und dann geht's los. Wir fahren jetzt etwa 30 Kilometer auf Schotterpiste raus aus dem Nationalpark. Man hat uns gesagt, dass die ersten paar Kilometer richtig kacke sind, aber so schlimm hatte ich es mir nicht vorgestellt. Auf jeden Fall, jetzt ist der bessere Teil, auch wenn man es vielleicht nicht ganz so raushört. Ja, ist halt so hier in Patagonien. Es sind nicht immer die besten Straßen. Also, dass wir den Fitzroy jetzt von der anderen Seite auch sehen können, ist auch nicht selbstverständlich. Ist schon, keine Ahnung, in so einer Szenerie fahren zu können, das macht eben auch die schlechten Straßen wert. Ich finde ja allgemein diese Strecke unglaublich schön. Also es ist hier, man fährt hier wirklich so durch diese Berge durch. Links und rechts Gletscher, Fitzroy, wie ein Märchen. Also es ist wirklich, wenn man es nicht selber sehen würde, würde man es nicht glauben. Boah, ich muss sagen, also das letzte Stück hat sich schon noch mal ganz schön gezogen. Aber sieht ganz nett aus hier. Wir konnten nicht bis ganz vorfahren. Hier müssen wir das Auto lassen und dann weiter zu Fuß gehen. Aber es ist schon cool, die Fahrt so mit dem Fitzroy immer wieder, der da hinter den Bergen einen anguckt. Das ist schon sehr schön. Aber bevor wir uns jetzt noch zum See vorbewegen, haben wir einen kleinen Termin. Wir haben nämlich unseren Patron Call. Das heißt, wir bauen jetzt erstmal Starlink auf, setzen uns rein, freuen uns schon wieder auf eine Plauderrunde mit unseren Patrons und dann geht's an den See. Hallo! Wow, so viele schon da! Diese Erde kann dann schon auch ziemlich lehmig werden, wenn halt dann der Schotter dann plötzlich Alles Gute! Euch auch! Bis bald wieder! Ciao! Danke! Das war mal wieder eine richtig gemütliche Plauderrunde mit unseren Patrons. Ja, war richtig lustig und hat wieder so richtig gut getan, so aus der Seele rauszusprechen. Ja, ist für uns immer so eine kleine Therapiestunde, glaube ich. Ja, falls es euch auch mal interessieren würde, was wir da bei Patreon alles machen, schaut gerne in der Videobeschreibung rein, da haben wir euch das verlinkt. Aber wir möchten uns natürlich gerne bei allen bedanken, die uns auf dieser Reise begleiten, unterstützen, supporten, Ja. egal in welcher Form. Ja.
gerade in letzter Zeit sind auch wieder so viele neu dazugekommen. Wir wissen das total zu schätzen, Ja. auch das positive Feedback immer. Und ja. Wirklich, vielen, vielen Dank. Ja. Wow, was für ein schöner See. Was für eine Aussicht wieder. Also es ist, man kommt um die Ecke und dann sieht es wieder komplett anders aus. Ja. Diese Farben, der Schnee auf den Bergen, die Gletscher. Schon wieder einfach schon wieder so wunderschön. Ja, voll. Auch bei diesem Gebiet hier war es längere Zeit nicht ganz klar, zu welchem Land das gehört, beziehungsweise es bestand Uneinigkeit zwischen Chile und Argentinien. Es ging sogar so weit, dass ein lateinamerikanisches Tribunal darüber entscheiden musste, zu welchem Land dieses Gebiet hier nun gehört. Und es wurde entschieden, auch trotz eines Einspruchs von Chile, dass dieses Gebiet und eben auch der Lago del Desierto zu Argentinien gehört. Die Chilenen nennen den See aber immer noch Laguna del Desierto. Ich glaube, es war schon die richtige Entscheidung, heute nicht die Wanderung zu machen. Ja, finde ich auch. Ich merke vor allem so diese kleinen Anstiege hier, da komme ich schon echt aus der Puste und ja, mein Kopf brummt ein bisschen jetzt so gegen Nachmittag. Aber es ist halt so schön. Mir fällt es auch schwer, dann nicht rauszugehen und den Tag nicht zu nutzen, wenn mal so ein Fenster ist mit schönem Wetter. Vielleicht lerne ich es irgendwann, Ruhetage zu machen. Und genau das ist so eine Diskussion, die wir immer wieder führen. Jessie kann einfach nicht ruhig sitzen. Sie muss immer was machen. Ich habe einfach mehr Energie als du. Das ist so, das hat sie definitiv. Aber manchmal muss man sich einfach erholen. Man kann nicht den ganzen Tag 24 Stunden lang volle Kanne geben. Man muss sich einfach mal auch Zeit gönnen. Ich schlafe ja dazwischen 6, 7 Stunden. Ja. Das geht schon. Mit etwas Glück entdecken wir hier im Wald vielleicht sogar den Andenhirsch. Den soll es hier geben in dem Gebiet, aber tatsächlich ist es sehr selten, den auch zu Gesicht zu bekommen, denn er selbst ist auch selten. Also er gehört auch zu den geschützten Arten. Es ist ein großes Thema hier. Ich glaube also nicht unbedingt, Also ich glaube auch nicht, dass wir den sehen werden. Das wäre zu viel Glück, nachdem wir letztens die Pumas gesehen haben. Ja, ich glaube, unser Tierglück haben wir fast aufgebraucht für eine Weile, aber wer weiß. Auf jeden Fall eben ist dieser Huemul, wie er auf Spanisch heißt, ein großes Thema hier. Der Schutz wird hervorgehoben und es ist sogar hier ein Gletscher nach ihm benannt. Der sieht auch richtig imposant aus mit so einer Lagune davor. Ja, aber ich glaube, heute gehen wir da nicht hin. Es war mal eine Überlegung, aber ich fühle mich ja trotzdem nicht so fit, dass wir da die 4 Kilometer hochgehen. Ja, kann halt eben nicht alles sehen. Genau. Ja, was pflückst du hier wieder? Keine Pilze. Calafate. Die ist ja hier überall. Au! Das Ding ist nur, die ist total stachelig. Das unterscheidet sie von unseren Heidelbeeren. Aber eine kleine Zwischenverpflegung. Ich wette, die haben viel Vitamin C. Das ist gut fürs Immunsystem. Schauer. Wahrscheinlich hat ein Hund dran gepinkelt. Nein, erzähl sowas nicht. Das ist zu hoch.
Ich glaube, allzu weit laufen wir jetzt auch nicht mehr weiter, denn ja, der Weg ändert sich nicht wirklich. Man läuft hier immer wieder am Waldrand entlang und es wird auch ganz schön frisch mit der Zeit. Ja, aber die Fahrt hierher, die war schon richtig speziell. Also für das lohnt es sich auf jeden Fall hierher zu kommen. Was meinst du? Ja, auf jeden Fall. Also der See ist ja auch echt schön, Ja. aber nur für den See, also es gibt hier so viele schöne Seen, aber die Ja. Fahrt macht es besonders, das stimmt. Der heutige Tag hat doch wieder mal gezeigt, dass es sich einfach lohnt, auch ein bisschen weg von diesen klassischen bekannten Highlights zu kommen und sich Dinge anzugucken, die eben nicht immer gleich auf dem Schirm sind. Wir hatten zum Beispiel von Lago del Desierto davor nie gehört. Ja, aber jetzt machen wir den Van fertig, gucken, dass wir loskommen, weil wir wollen heute ja wieder zurück an unseren Schlafplatz fahren. Aber an dieser Stelle möchte ich mich auch noch bei CyberGhost, dem Sponsor unseres heutigen Videos, bedanken. Über den Link in der Videobeschreibung kommt ihr mit CyberGhost VPN nämlich zu sicherem Surfen und ihr könnt auch auf Geoblocking-Inhalte zugreifen und das für gerade mal 2,03 € im Monat und mit Geld-Zurück-Garantie. Und wir sehen uns damit nächste Woche wieder. Hasta luego! Hasta luego! Ja, jetzt gerade vielleicht nicht. 30 Kilometer Richtung wo?